Ich habe mich nochmal mit der Falle AMS auf meiner kleinen Märklin-Bahn beschäftigt, denn wenn sie hier schon auf der Bahn integriert ist, dann soll sie wenigstens kontinuierlich und zuverlässig im Hintergrund ihre Runden drehen. Ich habe erstmal die völlig eingestaubten Autos und Gebäude von der Anlage genommen und wie eingestaubt und grau das geworden ist, das könnt ihr im hinteren Bereich hier besonders gut erkennen, wo das Hochhaus stand. Hab die ganze Anlage dann hier mal mit dem Pinsel und dem Staubsauger gereinigt. Habe dann die Autos aufgesetzt und versucht, die mal fahren zu lassen, und dass da nicht viel gefahren ist, das könnt ihr hier kurz in dem Video sehen. Ich bin dann hingegangen und habe die ganzen Schienen mit einem Radiergummi gereinigt. Insbesondere die Stromleiter, die waren hier richtig verdreckt und es war sozusagen keine Kontaktaufnahme für die Fahrzeuge mehr möglich. Nachdem das erledigt ist, habe ich dann wieder die Fahrzeuge zur Probefahrt aufgesetzt. Und jetzt fahren wir immerhin komplett die Runden durch, allerdings in einer relativ hohen Geschwindigkeit. Ihr könnt das auch immer am Geräusch hören, wenn diese Kreuzung befahren wird. Egal in welche Richtung, dann haben wir so einen richtig lauten Schlag hier. Und das ist auch der Grund, warum das Fahrzeug relativ schnell fahren muss, weil wir an der Kreuzung sonst hängen bleiben. Mit der relativ hohen Geschwindigkeit laufen wir allerdings Gefahr, in den Kurven die Fahrbahn zu verlassen, beziehungsweise auf der Kreuzung herauszuspringen. Und in der anderen Richtung macht dann der rote Mercedes hier erstmal Schwierigkeiten, weil er die Strecke so nicht durchfährt und wieder seine Punkte hat, wo er dann immer wieder hängen bleibt. Ich habe dann die Schienen nochmal kurz mit Alkohol gereinigt, um hier einfach nochmal eine bessere Kontaktaufnahme hinzubekommen. Und dann funktioniert es einigermaßen mit dem VW-Bus. Das ist also jetzt hier ein Blockmotor und da habe ich ein Verkehrsgetriebe mit einer anderen Untersetzung sozusagen eingebaut. Und der kleine Bus dreht jetzt hier zuverlässig seine Runden, allerdings auch hier mit einer relativ hohen Geschwindigkeit. Und der Schwachpunkt bleibt immer diese Kreuzung. Und der graue Opel hat dann zwar die richtige Geschwindigkeit, um hier zu fahren, allerdings verlässt er dann direkt auf der Kreuzung die Fahrbahn. Und der blaue Porsche, der macht seine Sache eigentlich hier ganz ordentlich, um dann irgendwann dann doch auf der Kreuzung zum Stehen zu kommen. Und um dann ein paar Runden später dann auch hier auf der Kreuzung wieder aus der Fahrbahn zu hüpfen. Ich habe dann nochmal die Schleifer der Fahrzeuge mit Alkohol gesäubert, um die Kontaktaufnahme hier nochmal zu verbessern, in der Hoffnung, dass man ein bisschen langsamer fahren kann. Aber bei langsamer Fahrt bleibt das ein oder andere Fahrzeug dann einfach auf der Strecke hängen. Wobei da gerade der Mercedes hier Schwierigkeiten macht und ihr könnt hier unten sehen, das ist also jetzt hier ein Flachankermotor und diese Getriebeabdeckung, die wir hier zwischen den beiden Hinterrädern haben, da habe ich den Eindruck, dass der Wagen da mehr oder weniger immer mal wieder auf diesen Stromschienen aufsetzt. Und da das alles sehr unbefriedigend ist, habe ich mich entschlossen, diese Bahn hier komplett zu verändern. Den rechten Teil würde ich gerne behalten, weil die Villa hinten und hier vorne das kleine Häuschen sollen stehen bleiben. Da sind auch diese Platten geschnitten, die da ganz gut passen und die Gebäude sind nach unten verkabelt, aber der Rest wird jetzt hier verändert. Also nehme ich als erstes die Platten hier mal komplett raus, öffne die Schienen, entferne diese Kreuzung und lege mir mal hier so grob mit den Schienen aus, wie ich mir das vorstelle, sodass jetzt die Kreuzung zwar rausfällt und ich dadurch nur noch im Kreis fahren kann. Allerdings dadurch, dass das hier von diesem engeren linken Teil in den weiteren rechten Teil geht, ist es doch relativ kurvig und es bleibt so ein bisschen Abwechslung und man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt einfach nur im Oval fährt. Die Schienen habe ich auch kurz sauber gemacht, das Ganze zusammengesteckt und hier haben wir dann die erste Probefahrt mit dem kleinen VW-Bus. Was ich nicht wegbekommen habe, ist hier ganz rechts im Bild diese enge Kurve. Das ist das einzige ganz enge Stück. Aber den ganzen Rest konnte ich im Großen und Ganzen jetzt entschärfen. Und die ersten Probefahrten sehen jetzt hier erstmal sehr vielversprechend aus. Also bin ich hingegangen und habe diese grünen Platten hier wieder überall reingepasst. Und um die kleine Raststätte mit dem VW-Zeichen oben drauf, diese Aussparung, bei der man jetzt komplett durchgucken kann zwischen den Platten, bleibt erstmal, weil ich das erstmal hier alles Probe fahren lassen möchte. Und wenn ich in ein paar Wochen weiß, dass das funktioniert, dann werde ich hier wieder eine passende Platte schneiden, um diese Lücken hier wieder komplett zu schließen. Ich habe dann hier weitere Probefahrten gemacht in beide Richtungen und das Ganze sieht jetzt schon mal wesentlich besser aus als zu der Variante, als diese Kreuzung noch hier eingebaut war, die dann immer wieder Probleme gemacht hat. Da bin ich jetzt erstmal ganz zufrieden, zumal das jetzt halt auch fast nicht anders ging, weil ich hier außenrum durch die Gleisanlagen vom Platz her doch recht eingeschränkt bin.
Gesteuert wird das Ganze jetzt mit diesem kleinen alten LG B-Travo, den ich hier habe. Das war bei mir jetzt hier die zuverlässigste Variante bis jetzt. Und so habe ich auch diese ganzen Testfahrten hier durchgeführt. Der Porsche macht jetzt hier noch ein bisschen Schwierigkeiten und bleibt ab und zu hängen. Und das macht er kontinuierlich in beiden Richtungen. Aufgrund der Geräuschkulisse, die das kleine Auto macht, habe ich das dann mal auseinandergenommen und habe dann einfach mal hier die Zahnräder ein bisschen geölt. Aber in der Praxis hat das gar nichts gebracht. Der Wagen hört sich an, als ob er von einem kaputten Staubsaugermotor angetrieben wird und hört sich hier immer noch richtig gequält an. Der nächste Schritt bei mir, das war dann, das Ganze jetzt mal auf digital umzustellen. Das heißt, ich nehme hier einen einfachen Decoder, habe hier einen Lokpilot-Standard eingebaut, den ich dann einfach sozusagen vor die Anlage schalte, vor die Schiene schalte und nicht in den Wagen einbaue. Das ist hier die einfachere Lösung. Das Ganze habe ich schon mal gemacht bei einer Endspuranlage, sodass man dann das ganze Gleis sozusagen mit einem Decoder fährt. Ist nicht ganz so effektiv, als wenn das in den einzelnen Lokomotiven eingebaut ist. Aber in der Regel ist es dann doch eine bessere Steuerung. Und das wollte ich bei den Wagen jetzt auch mal probieren. Angesteuert wird der Decoder jetzt von der Mobile Station, meiner ganz normalen kleinen Digitalzentrale, die ich hier habe, vollkommen ausreichend. Und da war ich ganz gespannt, ob wir das Fahrverhalten der kleinen Wagen jetzt hier verbessern können. Und dann habe ich als erstes hier den kleinen VW-Bus aufgesetzt. Das ist der für mich sowieso mit am besten fahrendste Wagen, weil er dieses Verkehrsgetriebe schon drin hat und hier auf der untersten Stromstufe sozusagen kontinuierlich jetzt seine Runden dreht. Und das Ganze hat jetzt für mich den Vorteil, dass wir zum einen nochmal eine ganze Ecke langsamer fahren können und dass er trotzdem kontinuierlich hier seine Runden dreht. Das wäre jetzt im analogen Bereich nicht der Fall gewesen. Da wäre dann bei dieser Geschwindigkeit wahrscheinlich bei jeder Kleinigkeit wieder stehen geblieben. Aber der Digitaldecoder theoretisch dann auch mit der Lastregelung das Ganze so ein bisschen ausgleichen kann. Das funktioniert zumindest mit einem Fahrzeug auf der Schiene jetzt doch ziemlich gut und ist für mich jetzt erstmal eine ganz große Steigerung im Verhältnis zu dem analogen Betrieb vorher. Als nächstes dann der Opel mit Blockmotor. Der fährt nicht ganz so geschmeidig. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich hier noch das normale Getriebe eingebaut habe. Das Verhältnis ist dann bei dem weißen Getriebe die Übersetzung laut Falle 1:5. Und wenn man das rote Getriebe einsetzt, dann 1:12. Und mit diesem 1:12er Getriebe fahren die Autos dann eine ganze Ecke langsamer und dafür kontinuierlicher. Als nächstes dann den kleinen roten Mercedes hier aufgesetzt und der hat dann einen Flachankermotor, hat ein unheimlich schönes Geräusch, das heißt, der ist eigentlich fast nicht zu hören im Verhältnis zu den beiden anderen Wagen, aber er bleibt mir dann hier an der einen oder anderen Stelle wieder hängen. Und als letztes dann den Porsche aufgesetzt, das ist auch ein Flachankermotor und der hat ähnlich Schwierigkeiten. Direkt hinten vor dem Hochhaus ist so eine Stelle, wo der Mercedes auch schon hängen geblieben ist und da tut sich der Porsche auch schwer, fährt dann zwar drüber, aber er quält sich und verliert an Geschwindigkeit. Und hier habe ich dann nochmal kurz den Mercedes von unten und nochmal diese Stelle hinten, diese Getriebeabdeckung von dem hinteren Zahnrad dazwischen den Achsen, das scheint mir hier so ein bisschen der Auslöser zu sein, warum der Mercedes und eventuell auch der Porsche so ihre Probleme haben. Ich habe den Mercedes dann ja hier mal geöffnet. Man kann das leider nicht perfekt erkennen. Es war schwierig zu fotografieren, weil das halt unter dem Wagen jetzt stattfindet. Aber unter der Hinterachse, jetzt eher auf der linken Seite, kann man erkennen, dass diese Getriebeabdeckung hier sozusagen fast auf der Schiene schleift, beziehungsweise in der Mitte der Fahrbahn schleift. Und wenn das Fahrzeug dann in der Kurve irgendwo ein bisschen nach innen und nach außen schwenkt, dann kann es durchaus sein, dass diese Abdeckung, die so extrem weit nach unten geht, dann auf diesem leicht erhöhten Stromschienen sozusagen aufsetzt und die Räder hinten zum Durchdrehen kommen, weil sie keinen kompletten Kontakt mehr zum Boden haben. Ich habe dann mal versucht, den Durchmesser der Räder so grob zu messen, weil meiner Ansicht nach, wenn ich jetzt hier größere Räder hinten aufziehe, natürlich der Wagen auch hinten ein bisschen höher kommt und die Reifen, die auf dem roten Mercedes aufgezogen sind, die haben ja also eine circa Größe von 3,81 Millimetern.
Und die Reifen, die ich dann auf dem Opel drauf habe, die haben eine Größe von ziemlich genau 4 mm. Das ist jetzt zwar gar nicht so groß der Unterschied, aber ich habe mich dann mal auf die Suche gemacht nach größeren, neueren Reifen. Und nachdem ich jetzt bei Mercedes neue Reifen aufgezogen habe, dann fährt er doch jetzt relativ geschmeidig über diese Stellen, wo er vorher Probleme hatte, hinweg. Damit sollte dann eins dieser Probleme gelöst sein, weil wir durch diese größeren Reifen jetzt eine minimal größere Bodenfreiheit haben, die aber dem Wagen jetzt zu völlig neuen Fahreigenschaften verhilft. Der Porsche krächzt auch digital noch fröhlich vor sich hin, deswegen habe ich mich entschlossen, ihn jetzt nochmal komplett auseinanderzunehmen. Und ich dachte, ich finde hier unten irgendetwas, was jetzt hier faul ist oder nicht funktioniert, aber die Kohlen und die Federn, die hier unten drin sind, sehen eigentlich für mein Verständnis alle relativ gut aus. Und auch hier die Platte, auf der die Zahnräder montiert sind, lässt sich alles ganz locker und leicht drehen. Und ich habe dann mit Wattestäbchen Alkohol versucht, hier nochmal möglichst viel zu säubern. Und wie man an den Wattestäbchen sehen kann, ging da auch noch so einiges ab. Aber nachdem ich den Porsche wieder zusammengebaut habe, hat man das Gefühl, es klingt ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen hat sich nicht wirklich viel verändert. Und hier habe ich dann mal zwei Wagen nebeneinander gesetzt, um euch mal dieses Prinzip dieser beiden Motoren hier grob zu zeigen. Auf der linken Seite der Mercedes hat den Flachankermotor und auf der rechten Seite der kleine VW-Bus, der hat den Blockmotor drin. Man kann dann von unten diese beiden Systeme hier schon mal relativ gut unterscheiden. Und zwar nicht nur, dass hier unten die Schleifer im Grunde genommen an anderen Kontaktplatten hier befestigt sind, sondern im hinteren Bereich. Der linke Flachankermotor hat dann das Getriebe, diese Getriebeabdeckung immer seitlich versetzt. Und der Blockmotor hat diese Getriebeausbuchtung nach unten mehr oder weniger immer in der Mitte, wenn ich das richtig verstanden habe. Und auch von oben kann man sehen, dass sich diese beiden Motorkonzepte hier komplett unterscheiden. Auf der linken Seite der Flachankermotor mit den flach liegenden Zahnrädern oben drauf und auf der rechten Seite der Blockmotor mit der nach hinten herausstehenden Getriebeschnecke. Und von hinten dann logischerweise auch ein unterschiedliches Bild auf der linken Seite der Flachankermotor mit dem auf der Hinterachse senkrecht stehenden Zahnrad und auf der rechten Seite der Blockmotor mit der Schnecke auf der Motorwelle und dem Schrägzahnrad unten auf der Hinterachse. Und bei dem VW-Bus ist hinten schon diese rote Kombination eingebaut in diese Übersetzung von 1:12, das heißt die langsamere Variante für den Stadtverkehr. Und jetzt habe ich auch den Blockmotor von dem Opel, von diesem beige-grauen, und da ist hinten noch das weiße Getriebe bzw. die weiße Übersetzung eingebaut. Und das wollte ich jetzt auch ändern, weil ich den Wagen gern so langsam fahren hätte wie den VW-Bus. Als erstes habe ich hinten links das eine Rad auf der Achse abgezogen. Als nächstes habe ich den Motor oben herausgenommen. Dann die weiße Schnecke vom alten Getriebe hinten abgezogen. Dann wird es ein bisschen komplizierter, weil man muss jetzt hinten die Achse Stück für Stück zur Seite rausziehen und dabei mit dem Schraubendreher sozusagen das weiße Schrägzahnrad hier hinten zur einen Seite abziehen. Und nachdem es alles entfernt ist, geht das andersrum. Und zwar jetzt muss das rote Schrägzahnrad hier eingelegt werden. Dann wird die Achse von der einen Seite hier eingedrückt. Dann auf die Motorwelle die rote Schnecke wieder aufgebracht und der Motor wieder in die Halterung eingebaut. Und jetzt habe ich hier das nächste Problem gehabt, und zwar auf der linken Seite seht ihr den neu umgebauten Wagen, und da ist die Problematik, wenn ich hier oben den Motor drehe, dass die Schnecke sozusagen über das Zahnrad hinwegläuft und die Hinterachse gar nicht antreibt. Und auf der rechten Seite könnt ihr sehen von dem VW-Bus der Umbau, dass die Schnecke hier wunderbar ins Zahnrad eingreift und sich dann, wenn ich am Motor drehe, auch wirklich unten die Achse bewegt und die Räder drehen. Und der einzige Unterschied, den ich jetzt hier feststellen konnte, das ist unten in dieser Motoraufhängung oder Motoraufnahme in diesem Chassis. Das seht ihr hier auf der linken Seite. Der Motor wird im Grunde genommen mit diesen äußeren Polen einfach nach unten gedrückt und hakt da mehr oder weniger dann unten ein. Und auf der rechten Seite beim VW-Bus ist es so, dass der Motor nach unten gedrückt wird und nach hinten einrastet, und dadurch scheint er tiefer zu sitzen als in der Variante von dem Opel.
Und wenn ich das Fahrzeug dann zusammengebaut auf die Strecke setze, dann dreht der Motor hier einfach nur leer, weil er die Hinterachse mit dem Zahnrad nicht berührt. Ich habe dann versucht, hier diese Halterung ein bisschen aufzufallen, in der Hoffnung, dass ich den Motor ein bisschen weiter runter bekomme, aber das funktioniert nicht wirklich. Im Grunde genommen nur, wenn ich meinen Finger hier oben drauf setze und den Motor nach unten drücke, dann ist eine Berührung, ich sag mal, gerade so noch möglich. Ich hatte dann die Idee, im vorderen Bereich den Motor ein bisschen anzuheben, indem ich hier ein paar Papierstreifen drunter gelegt habe, um sozusagen die Schnecke nach hinten in die Schräge ein bisschen tiefer zu bekommen. Das hat auch dann erstmal so funktioniert, wenn ich den Wagen hier hin und her geschoben habe, hat die Hinterachse dann blockiert, weil sie an das Zahnrad drangekommen ist. Aber in dem Moment, wo ich das Auto aufgesetzt habe, habe ich den gleichen Effekt. Das heißt, und der Motor dreht auf der Stelle einfach im Leeren. Ich habe mir dann noch einen weiteren Wagen besorgt, weil ich wissen wollte, ob das jetzt wirklich nur an dem Blockmotor liegt, ob ich was falsch gemacht habe oder ob es diese Halterung unten für den Motor ist. Und das ist hier dieser für mich richtig schöne Mercedes, den ich da bekommen habe, der die gleiche Halterung hat jetzt wie der VW-Bus. In der Beschreibung stand Motor getestet, Wagen läuft. Und als der Wagen dann bei mir ankam, hat er sich leider gar nicht bewegt. Und das könnt ihr hier sehen. Ich habe die anderen Wagen dann auf die Fahrbahn gesetzt. Die fahren hier ohne Probleme los und der Mercedes steht einfach auf der Stelle. Ich habe den Wagen dann geöffnet und auf der Seite könnt ihr sehen, hinter dieser Kontaktplatte ist so eine kleine Selenplatte, die da eingebaut ist. Und diese ist dann wohl falsch rum eingebaut. Denn wenn ich diese Platte drehe und den Wagen dann hier mit den Schleifern aufsetze, dann haben wir Kontakt und der Motor dreht sich. Ich habe den Wagen dann wieder zusammengebaut und zu meiner Begeisterung fuhr der Wagen dann erstmal rückwärts. Das lässt sich zum Glück aber relativ einfach beheben, indem man den Motor ausbaut, einmal um die Längsachse dreht, damit wird er sozusagen umgepolt, in den Wagen wieder einbaut und das Ganze funktioniert dann wieder. Und der Wagen fährt dann wieder vorwärts. Und der Wagen fährt dann glücklicherweise hier auch vollkommen problemlos seine Runden. Und das ist jetzt die niedrigste Geschwindigkeit von dem Digitaldecoder in der Einstellung. Aber er sollte noch ein Verkehrsgetriebe eingesetzt bekommen und das machen wir jetzt mal ganz schnell. Also wieder Gehäuse ab, die Achsen raus, die Schnecke und das Zahnrad runter. Das rote Verkehrsgetriebe eingesetzt. Den Wagen wieder zusammengeschraubt und dann auf die Bahn gesetzt. Und jetzt kann man erkennen, dass wir hier doch eine ganze Ecke nochmal langsamer fahren. Das ist die unterste Geschwindigkeit. Jetzt mit dem eingebauten Verkehrsgetriebe bzw. der anderen Übersetzung von 1:12. Und das hier ist die Geschwindigkeit vor dem Umbau gewesen. Bei gleicher Decoder-Einstellung. Und das ist die Geschwindigkeit jetzt. Und in der anderen Richtung fährt der Wagen dann fast noch besser, was allerdings jetzt nicht am Wagen liegt, sondern wahrscheinlich an dem alten Schienenmaterial. Da haben die Wagen alle so ihre Vorzüge und ihre ganz eigenen Problemstellen auf dieser Strecke hier. Und damit denke ich mir, ist das für mich jetzt hier erstmal bestätigt. Auf der linken Seite diese Halterung für den Motorblock in diesem Chassis unten scheint dafür jetzt nicht wirklich geeignet zu sein. Und auf der rechten Seite der VW-Bus und der neue dunkelblaue Mercedes mit dem schwarzen Dach haben diese Halterung auf der rechten Seite und da hat das mit dem Verkehrsgetriebe jetzt vollkommen problemlos geklappt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass auf der linken Seite ich jetzt irgendeine falsche Halterung, die nicht in Ordnung ist, erwischt habe oder ob das prinzipiell so ist. Denn dafür habe ich leider zu wenig Erfahrung mit diesen diversen Motoren und Motorhalterungen und so weiter, die Faller im Laufe der Jahre hier herausgebracht hat. Ich habe dann die Fahrzeuge nochmal auf die Fahrbahn gestellt und dann habe ich als erstes den VW-Bus, der mir persönlich am besten gefällt, was die Fahreigenschaften angeht. Der fährt eigentlich am geschmeidigsten in der untersten Geschwindigkeit, für mich sehr realistisch jetzt im Verhältnis zu diesem Rumgedüse, was hier vorher der Fall war. Hat ansonsten überhaupt keinerlei Probleme und das ist sozusagen mehr oder weniger aktuell hier mal mein Lieblingsfahrzeug. Dann auch mit dem Blockmotor und dem Verkehrsgetriebe jetzt ausgestattet der neue Mercedes, der macht das fast genauso gut. Allerdings ist er von vornherein einen Tick schneller. Woran das jetzt liegt, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, denn
Denn von der Mechanik her sind die beiden Wagen theoretisch gleich, was ich jetzt hier sehen kann. Und es gibt da eigentlich keinen Unterschied, aber ich weiß nicht, ob es jetzt hier in der Elektrik dann irgendwas gibt, was die Fahreigenschaften und Geschwindigkeit hier nochmal beeinflusst. Dann das dritte Fahrzeug ist hier der rote Mercedes, der jetzt den Flachankermotor drin hat, vom Geräusch her sich am entspanntesten anhört. Fahreigenschaften sind nicht ganz so perfekt. Er neigt mir meiner Ansicht nach da immer noch ein bisschen so zum Hängenbleiben. Das könnte aber mit der Abdeckung unten zu tun haben, die dann den Stromschienen immer mal wieder ein bisschen nahe kommt und hier Probleme macht. Aber ansonsten, dafür, dass er jetzt kein Verkehrsgetriebe eingebaut hat, hat er immer noch oder hat er auch sehr, sehr schöne Fahreigenschaften. Und als vierten aktuell hier noch schön laufenden Wagen habe ich jetzt den Porsche, der zwar richtig Rabatz macht, aber die Fahreigenschaften beeinträchtigt das nicht wirklich. Der zieht auch vollkommen entspannt hier und gleichmäßig seine Runden und gerade im Verhältnis zu dem Parcours, der hier vorher aufgebaut war mit der Kreuzung, ist das eigentlich jetzt eine ganz entspannte Sache geworden mit den Autos. Und als letztes habe ich dann noch den Opel, der aktuell jetzt noch das rote Getriebe eingebaut hat. Den werde ich jetzt wieder auseinandernehmen und werde das weiße Getriebe wieder einbauen, damit der wieder hier zum Fahren kommt. Und dann werde ich mich entscheiden, ob ich versuche, hier eventuell nochmal einen anderen Unterbau zu bekommen oder mir ein komplett anderes Fahrzeug besorge. Was jetzt übrigens nicht funktioniert, das habe ich jetzt auch mal versucht, hier zwei Fahrzeuge unter diesen Bedingungen auf einer Fahrbahn laufen zu lassen. Da ist es dann so, dass die Fahrzeuge sich entweder gegenseitig den Strom wegnehmen oder sie so extrem unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, dass sie im Grunde genommen spätestens nach einer Runde aufgefahren sind. Das ist dann wahrscheinlich nur möglich, wenn man beide Fahrzeuge dann in irgendeiner Form getrennt steuern kann. Aber das ist für mich jetzt erstmal kein großes Problem. Denn ich bin erstmal damit zufrieden und ganz froh, dass ich es hier hinbekommen habe, eine einigermaßen betriebssichere Runde hier hinzubekommen auf meine kleine Bahn. Denn viele Möglichkeiten hatte ich nicht von der Verkehrsführung her. Was jetzt hier viel geholfen hat, ist einmal das Entfernen der Kreuzung, wobei ich hier nicht weiß, ob ich nur eine schlechte Kreuzung damals bekommen habe. Denn das ist ja, wie gesagt, alles alt und gebraucht bei mir. Ich habe hier leider keine neuen Teile, die ich mir selber irgendwann mal zugelegt habe. Dann die engen Radien hier möglichst rauszuwerfen, das hat auch nochmal viel gebracht. Denn dadurch können wir mit relativ geringer Geschwindigkeit überall die Kurven nehmen. Dann das Saubermachen natürlich, das trägt natürlich auch seinen Teil dazu bei, dass die Fahrzeuge hier gleichmäßig durchfahren. Dann bei den Flachankermotoren da in dem Mercedes, in dem roten, war es so, dass die Reifengröße ausschlaggebend war und es sind ja teilweise hier wirklich nur Millimeter, wo diese Getriebeabdeckungen da hier über die Fahrbahn laufen und dann macht es dann tatsächlich schon ein bisschen was aus, wenn die Reifen dann nur mal kleiner sind. Und was mich jetzt hier interessieren würde, wenn hier irgendjemand mehr weiß, und zwar dieses Geräusch, das der Porsche macht. Ist da irgendwas anderes noch, was ich jetzt hier übersehen habe? Hinzu kommt bei dem Porsche, dass ich die Geschwindigkeit nicht regeln kann. Das hat übrigens nichts mit der analogen oder digitalen Stromzufuhr hier zu tun, sondern das hat er vorher auch in der analogen Variante so gehabt. Er fährt sauber an, hält die Geschwindigkeit, aber wenn man mehr Strom gibt, dann bleibt er kontinuierlich bei dieser Standardgeschwindigkeit und das gleiche auch im digitalen Bereich. Vielleicht ist das ein Hinweis für irgendjemanden, der mir sagen kann, ob hier mit irgendeinem elektrischen Teil irgendwas noch nicht stimmt oder man es verbessern könnte. Auch wenn jemand Bescheid weiß zu den Chassis bzw. diese Halterung von den Blockmotoren, ob das wirklich jetzt ein Fehler von meinem Einzelteil ist, dass ich hier so ein Montagsteil erwischt habe, oder ob das prinzipiell nicht möglich ist. Denn dann müsste man wirklich gucken, wenn man sich ein weiteres Fahrzeug kauft und es umbauen möchte, dass man die bei mir aktuell funktionierende Motorhalterung da bekommt. Ansonsten bin ich erstmal ganz zufrieden, dass das jetzt hier einigermaßen zuverlässig funktioniert und es wird dann auch in den nächsten Videos immer mal wieder so sein, dass ich die AMS hier auch regelmäßig fahren lassen kann, was vorher nicht der Fall war. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.